Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind hier ganz in der Nähe von Marbella auf einem Campingplatz. Das war so überhaupt nicht geplant. Wie es aber trotzdem dazu gekommen ist, das erzählen wir euch gleich und dann zeigen wir euch auch ein paar Aufnahmen von diesem Campingplatz. Marbella und die Küstenregion hier wollen wir uns dann auch anschauen, das aber erst in so 2-3 Tagen, denn heute wollen wir erst noch mal ein kleines Stück zurück in den Süden, ins Inland fahren, denn da gibt es 2-3 Bergdörfer, die wir uns noch anschauen wollen und damit würde ich sagen, los geht's! Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast 4 Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan auf der Iberischen Halbinsel unterwegs. In den letzten Wochen haben wir vor allem den südlichsten Zipfel Spaniens, die abwechslungsreiche Küstenregion zwischen Cádiz und Tarifa und ganz zuletzt das britische Überseegebiet Gibraltar erkundet. Im heutigen Video machen wir uns von Marbella aus auf den Weg ins bergige Inland, erkunden ein sehr schönes weißes und ein ungewöhnliches blaues Dorf, gehen an der Mittelmeerküste spazieren. Das ist ein perfekter Ort für einen Spaziergang. Und schlendern vom imposanten Yachthafen Marbellas in die schöne Altstadt. Los geht's! Die letzte Nacht haben wir, wie gesagt, auf diesem Campingplatz verbracht. Der Camping La Bougainville liegt gut 10 Kilometer östlich vom Stadtzentrum Marbellas entfernt. Wir haben hier nur eine einzige Nacht verbracht und können daher nicht allzu viel dazu sagen. Der Platz hat geschätzte 100 Stellplätze für Wohnmobile, von denen etwa 30% an Dauercamper vergeben zu sein scheinen. Darüber hinaus gibt es ein paar Bungalows und Flächen für Zelte. Die Sanitäranlagen waren sauber und machten den Eindruck, als wären sie vor nicht allzu langer Zeit renoviert worden. Es gibt 2 Pools, ein Restaurant, Waschmaschinen, Plätze in der Sonne und im Schatten und alles, was man so braucht. Zum Strand sind es zu Fuß rund 750 Meter. Dabei muss man zunächst über eine Brücke eine 4-spurige Straße überqueren, die man im vorderen Bereich des Campingplatzes auch definitiv hört. Gestört hat uns das aber nicht. Sollten wir in der Zukunft nochmal hier in der Nähe sein und wieder einen Campingplatz brauchen, können wir uns gut vorstellen, hier nochmal herzukommen. Warum sind wir aber überhaupt in Marbella und fahren jetzt wieder ein Stück zurück? Das liegt daran, oder die Kurzfassung ist, wir waren letzte Woche in Gibraltar und die Motorkontrollleuchte von unserem Ducato ist angegangen, wollte auch die anschließenden Tage nicht mehr ausgehen. Daraufhin haben wir entschieden, nach Malaga zu fahren, da wo der nächste Fiat Professional Händler ist, um einen Termin in der Werkstatt wahrzunehmen. Und auf dem Weg dahin, auf den 1,5 Stunden Fahrt, da ist die Motorkontrollleuchte dann irgendwann wieder ausgegangen nach einem Zwischenstopp, sodass es ja eigentlich keinen Sinn machte, dann zur Werkstatt zu fahren. Stattdessen sind wir dann eben zurückgefahren, schon wieder ein Stück. Und da unsere Batterien leer waren und wir vor allem, viel wichtiger, unbedingt Wäsche waschen mussten, haben wir dann gesagt, ja komm, dann gehen wir hier eine Nacht auf den Campingplatz. Und jetzt fahren wir das endgültige Stück zurück. Wir sind jetzt in Casares und die Fahrt hierher war schon mega schön, weil alles irgendwie so langsam anfängt zu blühen. Casares ist eins der weißen Dörfer. Über die weißen Dörfer haben wir schon in unserem Ronda-Video berichtet und jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um.
Wir sind hier am Hauptaussichtspunkt und es sieht super cool aus. Es ist leider relativ diesig, das ist ein bisschen schwierig zu filmen. Aber glaubt uns, wenn wir sagen, die Aussicht ist sehr, sehr schön. I love it. Ja. Frühling. Es gibt ein paar schöne Häuser hier in der Gegend. Ja, hast du mal 2 bis 6 Millionen Euro? Klar. Es gibt auch eins für 700.000. Ja. Das ist ja ein Schnapper. Das ist ein Schnapper ja dann. Meine Oma hat gesagt, dass wir für ihren Geschmack zu wenig Blumen und Pflanzen filmen. Deswegen filme ich jetzt mehr Blumen. Aber sorry Oma, ich weiß immer noch nicht, was das dann für Blumen sind. War ganz schön anstrengend, hier hochzulaufen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier hoch zur Burg zu laufen. Es ist richtig schön. Tina, wem gehört dieser Hund? Jetzt uns wahrscheinlich. Jetzt uns. Ja, Tina, ich glaube, du hast einen neuen Job. Du musst jetzt hier bleiben. So, wir sind zurück im Camper, haben uns gerade einen kleinen Nachmittagssnack und einen Kaffee gemacht. Casares hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Also können wir wirklich uneingeschränkt empfehlen, hier mal herzukommen. Ist super schön, ist auch sehr klein, schnell erkundet, aber ja, wirklich, wirklich schön. Wir werden jetzt gleich weiterfahren und uns schon mal einen Stellplatz für die Nacht suchen, denn wir müssen noch an die Laptops und ein bisschen arbeiten. Heute, wir könnten auch hier in Casares übernachten. Hier gibt es einen offiziellen kostenlosen Stellplatz von der Gemeinde, aber der liegt direkt hier an der Straße und wir wollen auch noch ein kleines Stück weiterfahren. Deswegen ja, schauen wir mal, wir haben einen recherchiert, der klappt hoffentlich. Gucken wir mal.
Jetzt haben wir festgestellt, der Stellplatz hier liegt auch direkt an der Straße, aber die macht definitiv nicht den Anschein, als würden hier viele Autos vorbeikommen. Die Aussicht ist sehr, sehr schön. Auch der Weg hierher war schon wieder schön. Es gab ein paar Aussichtspunkte, an denen wir angehalten haben. Also ich freue mich auf das Meer und die Küste, aber es bleibt dabei, ich mag einfach Berge und diese bergige Landschaft, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt sage ich schon mal frühzeitig gute Nacht, wir melden uns morgen wieder. Das zweite Bergdorf, das wir uns heute anschauen wollen, ist ungefähr 40 Kilometer von hier entfernt. Das Navi sagt aber trotzdem, dass wir eine gute Stunde brauchen sollen. Also die Straßen scheinen nicht so groß zu sein, deswegen keine Zeit verlieren. Los geht's! Wir sind hier jetzt in Chuzka oder Jutzka, deutsch ausgesprochen, ungefähr so. Und dieser Ort sticht merklich heraus im Vergleich zu all den anderen umliegenden Dörfern, aufgrund der Tatsache, dass hier alle Häuser blau angestrichen sind. Das ist kein Zufall. Der Grund dafür ist, Sony Motion Pictures hat zur Bewerbung des Films Die Schlümpfe in 2011 ja, alle Häuser dieses Dorfes blau gestrichen, also die Bewohnerinnen und Bewohner vorher gefragt, ob die das auch wollen, und die haben dazu gestimmt. Und danach wollte Sony alles wieder weiß streichen, aber die Bewohner haben sich dafür entschieden, nö, das lassen wir so, denn das zieht Touristen an, so wie uns. Und das Dorf gehen wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Wir werden nicht lange bleiben, das ist nämlich sehr klein, aber den Gag ist es, glaube ich, wert. Yep. Ich bin auch ein Schlumpf. Ja. Toll. Wo ist die Mütze? Warum hast du eine Hose an? Ich glaube, Schlümpfe haben keine Hose an, oder? Schlumpfin hat ein Kleid. Ah, okay. Ja, wo ist der Kleid? Eigentlich. Das war wirklich schön, es ist ein richtig niedliches Dorf. Es gibt jetzt nicht so super viel zu sehen, aber wer viel Schlümpfe geguckt hat in seiner Kindheit wie ich, dem wird es hier bestimmt gefallen. Ja, ich würde sagen, es ist vor allem auch was für Kinder. Es gibt viele so Aktionen, so Klettern, Hochseilgarten, sowas. Ja, das stimmt. Aber einen riesen Umweg würde ich jetzt nicht dafür fahren. Nee, das stimmt. Aber jetzt ab ans Meer, wir haben traumhaftes Wetter. Ja, 20 Grad. Yay! Los geht's!
Ja, hier steckt definitiv Geld. Wir sind in einem Vorort von Marbella in Puerto Banús. Das ist einer der exklusiven Yachthäfen von Marbella. Und auf dem Weg hier runter von den Bergen sind wir auch schon an dem einen oder anderen Millionenanwesen vorbeigefahren. Ja. Also das ja, steht außer Frage. Es ist sehr exklusiv, wie auch immer. Wir stehen jetzt nur ein paar Meter vom Strand entfernt auf einem inoffiziellen Bezahlparkplatz und gehen uns hier mal ein bisschen umgucken. Es ist sehr schön hier, also gerade wenn man da hinten hinguckt. Wenn man sich die Häuser genauer anguckt, sind ein paar davon doch ein bisschen runtergekommen. Und auch so hier am Strand, so ein paar Schilder und so. Also vielleicht liegt es an der Nebensaison und dass noch Winter ist. Aber ja. Ja, auch der Strand, ne? Das ist irgendwie ist einfach so ein Gefühlsding. Ist halt nicht so goldgelber Sand, Ja, sondern das so dunkel. stimmt. Aber landschaftlich ist es sehr schön hier. Ja. Können wir was mieten hier? Mieten können wir? Ja. Wir müssen jetzt mit dem Handy filmen, weil professionelle Kameras sind hier verboten. Wir sind jetzt einmal um Marbella rumgefahren, sind jetzt auf der anderen Seite hier am Playa de Carbopino, glaube ich, heißt es. Und hier gibt es eine große Düne und einen schönen Strand und da wollen wir ein bisschen spazieren gehen, bevor wir jetzt gleich nach Marbella reinfahren. Jo. Wo sind die Delfine? Wie hier. Das ist ein perfekter Ort für einen Spaziergang. Ja. Auch hier scheinen Leute, zumindest außerhalb der Saison, zu übernachten. Das scheint möglich zu sein. Aber wie gesagt, wir fahren noch rein nach Marbella, gucken uns da um.
Wir stehen hier jetzt auf einem Parkplatz, nur ein paar Meter vom Meer entfernt und knapp 30 Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum Mabeas. Das ist jetzt nicht wie der tolle romantische Freistellplatz, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da vorne ist eine große Straße, da vorne ist eine Tankstelle, aber das Übernachten wird hier geduldet, das Parken ist fein und kostenfrei und von hier kann man eben zu Fuß am Strand entlang oder an der Promenade entlang bis ins Zentrum von Marbella laufen. Deswegen haben wir uns für diesen Platz entschieden und hier lassen wir den Van jetzt stehen, gehen ins Stadtzentrum und werden dann, wenn es klappt, auch hier übernachten heute. Die Innenstadt Mabeas ist wirklich sehr schön. Also es kommt so ein richtiges Urlaubsfeeling hier auf. Wir sind am Platz der Orangen, wenn ich das richtig übersetzt habe. Schön hier. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt schon gefühlt 18 Mal gesagt, aber ich wiederhole das nochmal. Marbella gefällt uns wirklich sehr gut. Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Ja. Es ist irgendwie süß. Ich kann gut verstehen, warum das eine beliebte Urlaubsdestination ist. Und das sage ich jetzt im Februar. Ja. Ich meine, ich kann hier mit T-Shirt sitzen. Ich weiß nicht, wie warm es noch ist, aber die Sonne geht langsam unter. Wir gucken jetzt hier noch ein bisschen aufs Meer raus, werden uns dann gleich was zu essen suchen. Und vor allem packe ich jetzt schon mal die Kamera weg. Ich denke, es ist ein guter Moment, das Video zu beenden. Wir haben viel erlebt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzuschauen. Wir hatten in jedem Fall wieder sehr viel Spaß, das alles hier zu erleben. Südspanien ist schön, es gefällt uns gut. Ja. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche vielleicht auch wieder mit dabei seid. Da werden wir uns Malaga ein bisschen näher anschauen. Das kann man, denke ich, schon mal sagen. Das steht als nächstes auf dem Zettel. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann, ihr kennt das Spiel, drückt sehr gerne unten auf den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, hinterlasst uns einen Kommentar, wenn ihr mögt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja. Und damit viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Schön. Warte, ich guck mal, ob du Popel hast. Ne, ich kann keinen Popel sehen, aber näher kann ich auch nicht ran so. Cool. Schön mit dem Rundtier. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Schön. Guck mal, selbst das Sackgassenschild ist hier blau. Funny.